Made in Germany. Das Fahrzeug hier 129.999 €, ein Allrad Arocs, ein Baustellenfahrzeug, das perfekt geeignet ist, um daraus ein Wohnmobil zu machen. Hier ist Maria Bölter-Emmert. Ich grüße dich herzlich. Hi. Wir sind bei Emmert Fahrzeugbau in Lingen. Ja, sind wir. Danke, dass du da bist. Danke auch, dass ich kommen durfte, denn du hast zu mir gesagt, es gibt ein paar Sachen, die wir filmen können. Das Fahrgestell steht zum Verkauf. Das heißt, also wenn jemand einen Koffer mit dazu haben möchte oder auch nicht, dann kann er das bei euch erwerben. Sogar mit Leerkabine und Lagerung, allen drum und dran. Das heißt also, ihr macht dann auch die Zulassung, ihr macht die Abnahme, ihr macht alles. Ganz genau. Eventuell auch die Treppe dazu. Wie gesagt, das ist ein Fahrgestell, welches jetzt hier seit 8 Monaten hier auf dem Parkplatz steht und welches ich gerne verkaufen würde. Also den Arocs. Also er ist Umstände halber abzugeben, muss man fairerweise sagen. Ja, es gab schon einen Kunden dafür, dem ging es leider nicht mehr so gut. Und das ist im Moment immer öfter so, dass etwas ältere Menschen dann doch feststellen, dass sie gesundheitlich das nicht mehr packen. Genau, oder die Familie das dann nicht macht, die Ehefrau. Das ist also hier genau passiert und deswegen ist das Fahrgestell, was im Moment total ein Zufall ist, weil die Wartezeit auf den Arocs ist mindestens mal 1 Jahr und dann kommt damit hinzu, so wie ihr den ausgestattet habt, wir gucken gleich mal rein, der ist richtig schön. Also daraus kannst du ein richtig tolles Fernreisemobil machen und ihr baut auch passend die Kabinen dazu. Ja, genau. Die Kabinen in unserer Emmert-Qualität, so wie du das bisher auch schon gesehen hast und abgefilmt hast, genau die Kabinen dazu. So, 20 Tonnen, 360 PS und der ist optimal ausgestattet. Ein Allradfahrzeug mit allem, was geht. Das ist für die Baustelle gebaut. Ja, ein tolles Fahrzeug. Wird ja immer moderner, der Arocs. Deswegen haben wir ihn zusammen mit einem Atego bestellt. Wie gesagt, ein ganz tolles Fahrzeug. Ein sehr modernes und tolles Innendesign mit den ganzen Touch-Bedien-Oberflächen. Und das gucken wir uns gleich mal an. Ja. Sag mal, der war noch nie zugelassen? Der war noch nie zugelassen. Da gibt es einen Blankobrief. Den bekommt der Kunde natürlich, sobald er dann das Fahrzeug auch bezahlt. Wie gesagt, er war noch nie zugelassen. Wir müssten dann, um es nochmal zuzulassen, müssten wir dann entweder daraus ein Pritschenfahrzeug machen oder sofort den Kofferaufbau machen. Das heißt also, ihr würdet daraus entweder eine Pritsche machen. Eine Pritsche machen, um es überhaupt zuzulassen, weil ohne das Fahrgestell so blanko kann nicht zugelassen werden. Ein Pritschenfahrzeug geht. Also ein Pritschenfahrzeug könnte. Genau, ein Pritschenfahrzeug könnte der Kunde also von dir kriegen und dann könnt ihr ihn mitnehmen. Das ist die Voraussetzung dafür, 129.999, ja. Korrekt? Ja, ganz genau. So, und da sieht man das hier, das ist relativ kurz. Man könnte ihn noch kürzer machen, aber so muss man ehrlich sagen, das ist schon ein perfektes Offroad-Weltreisemobil, was ich hieraus bauen könnte. Ja, relativ groß, relativ hoch, besser Offroad-fähig als Atego. Alle denken ja, Atego wäre so ein Offroad-Fahrzeug. Ja, gut, aber Arocs ist der echte Offroader, würde ich sagen. Absolut, denn es gibt ja noch unglaublich viele Modelle. Der Arocs ist gebaut für die Baustelle. Unter extremen Bedingungen kann man den hart rannehmen mit allem drum und dran. Der wird ja auch oft von Leuten gefahren, denen der gar nicht gehört. Also der ist wirklich hart im Nehmen. Wir gucken uns mal ganz kurz so einen Aufbau mal an. So ein Koffer. Ihr habt so ein ähnliches Projekt gerade hinten stehen, sogar mehrere im Moment. Und die können wir uns mal kurz anschauen. Eigentlich seid ihr Spezialist für den Bau von Rettungswagen. Das heißt, ihr baut Einsatzleitwagen oder ja. Ihr baut das in der Qualität für die Ewigkeit eigentlich. Eigentlich viel zu gut. Ja, dieses Ewigkeit, das kommt von dir. Genau, ja, für die Ewigkeit. Also die Kofferwände sind wirklich extrem, extrem gut. Die Versteifung ist auch sehr, sehr gut. Für die Ewigkeit, wie gesagt. Was passiert, wenn... Ja, aber darüber reden wir dann später nochmal. Wie gesagt, wenn Koffer ein zweites Leben brauchen, was muss dafür gemacht werden, um dann tatsächlich ein zweites Leben zu bekommen. Weil so ein Koffer, so ein Riesenkoffer, diese Riesenwände, du siehst ja auch diesen Schaum, das ist ja nicht Holz, welches sehr gut quasi
abgebaut werden kann von unserer Umwelt, sondern es muss dann wirklich zerschnitten werden. Und damit das nicht passiert, bauen wir ältere Koffer, die wir schon gebaut haben, quasi zu Campern um und geben ihnen ein zweites Leben. Der hier wurde aber jetzt extra angefertigt. Ja. Das ist jetzt ein Koffer, der... Ist kein älterer Koffer. Ist kein älterer Koffer, wurde jetzt hier für den Kunden... Also das Basisfahrzeug selbst kommt vom Kunden. Es ist ein relativ kurzer Radstand und wir haben jetzt... Die Besonderheit hier ist einfach nur die abgesenkte Tür mit einem Stahlrahmen, welcher verzinkt ist, wo man quasi eine elektrische Trittstufe oder einbauen kann. Stufen 3 von Alpha Dynamic in diesem Fall, ich hoffe, das kann man sagen, einbauen kann und dafür dann nicht diese großen, massigen... Warte, ich geh mal kurz rein. So, und hier siehst du auch, hier vorne hinten ist der Schlafbereich? Da drin? Da hinten ist der Schlafbereich, eine Schiebetür, die kann man vielleicht auch noch betätigen. Dann die Küche, also die Möblierung für die Küche steht schon so ein bisschen und der Sitzbereich. Also wenn jemand jetzt ein Weltreisemobil haben möchte, du hättest dieses Fahrgestell da. Man könnte auch einen Koffer machen dazu. Man kann sogar auf Wunsch ein komplettes Fahrzeug machen. Aber ihr seid eigentlich der Spezialist für Koffer, muss man schon sagen. Also die Kunden, die das teilweise selber ausbauen möchten, Handwerker, die das können. Ulrich Dolder hat ja ein tolles Buch gemacht, Selbstausbau, vielleicht kennst du es sogar. Ja, natürlich. Ich habe selber Herrn Dolde kennengelernt auf der Messe und habe ihm meinen Respekt gezollt. Und also es geht darum, eigentlich habe ich immer gesagt, keine Leerkoffer, wir bauen keine Leerkoffer bisher. Wenn jemand angerufen hat und gesagt hat, ja, die Koffer findet er ganz toll, würde ich gerne ausbauen. Bisher war das nicht der Plan. Das macht er aber jetzt. Ja, das machen wir jetzt ganz klar, weil wir eine feste Mannschaft haben, das habe ich ja schon mal erklärt, mit einer gewissen Anzahl an Stunden und wir haben im Moment relativ viele Aufträge, das heißt, wir müssen diese... Ihr baut diese Rettungswagen, das ist euer Hauptgeschäft eigentlich und diese Einsatzleitfahrzeuge und in der Qualität wird das auch gebaut. Also wenn du hier siehst, das ist alles nochmal zusätzlich verstärkt, Wärmebrücken bei euch kein Thema, bei euch ist alles aus GFK, sogar außen die Verbinder, die sind aus GFK, eure Koffer, kann man mit Fug und Recht behaupten, sind dicht, oder? Die sind dicht, wirklich. Ja. Die sind dicht, außer wenn man jetzt irgendwelche Dachluken einbaut und dann irgendwie eine Naht vergisst oder was auch immer. Aber die sind dicht. Ja, der Koffer selber ist dicht. Selbst wenn hier irgendwas reinläuft, die sind natürlich komplett holzfrei. Also muss man sagen, die Möbel, die vertragen sie nicht so. Aber außen das Sandwich, das nimmt nichts auf. Das nimmt kein Wasser auf. Das nimmt nichts auf. Da ist alles... Komm, wir gehen nochmal raus. Genau. Dann gehen wir uns den schönen Arocs mal angucken. Der hat 0 Kilometer, ist noch nie zugelassen gewesen. Warte mal, ich drehe mal hier runter. Warte mal, man kann dich nicht hören. Jetzt. Der hat einen Blankobrief von dem Händler und er war noch nie zugelassen. Und wie gesagt, weil wir gesehen haben, dass wir für dieses Jahr Aufträge annehmen, die nichts mit diesem Arocs zu tun haben, habe ich mir gedacht, wir stellen ihn mal kurz vor, damit... also das ist das, was ihr gerne mal selber baut. In der Qualität baut ihr auch die Koffer. Das sind dieselben Koffer. Dann nimmst du natürlich den bestaussehendsten und den nicht unfertigsten. Ja, das sind die Koffer, das sind die... Nee, der ist noch ein bisschen weniger unfertig. Ich guck mal gerade, also und das macht ihr in Serie. Seid mittelständisches Unternehmen. Wir können das ja mal hier vorne zeigen. Da werden wir auch gleich ein Video zu machen. Auch zu dem anderen Koffer gibt es noch ein extra Video. Hier sieht man das sehr schön. Das ist das ganze Unimog. Ja, ich liebe ja selber Unimog oder Unimogs und habe auch immer sehr dafür gekämpft, Unimogs im Rettungsdienst oder im Katastrophenschutz anzubieten und habe auch immer sehr viel promotet. Das ist tatsächlich so, dass jetzt eventuell Unimogs mehr so ein bisschen zum Einsatz kommen, weil die Umwelt, unsere Umwelt, in der wir jetzt leben, einfach so gestrickt ist. So, das ist auch ein Leerkoffer übrigens, den werden wir auch extra filmen. Genau. Das ist also auch eine Möglichkeit, also jemand kann sich hier ein 4x4 Fahrgestell Iveco Daily nehmen. Ich habe ja selber eins gerade vor mir. Hier sieht man auch, das ist
wirklich ein sehr gefragtes Fahrgestell. Wenn jemand sowas hat, dann kann er sich dazu passend den Leerkoffer auch verheiraten lassen, mit Zulassung, mit allem drum und dran. Er kann sich den Koffer hier bauen lassen, verheiraten lassen, den Rahmen, falls es ein abgesenkter Koffer sein soll, den Rahmen und die Garage abgesenkt, den Rahmen hier anfertigen lassen, verzinken lassen und dann, wie gesagt, den Koffer so auch anfertigen lassen. Inklusive, die Besonderheit bei dem haben wir ja noch diese Schüko-Profile, die du letztes Mal auch schon gezeigt hast. Hier haben wir GFK-Profile mit diesen KCT-Griffen und mit diesen KCT-Schlossern. Okay, das heißt, ihr arbeitet zusammen mit KCT. Besuche ich übrigens in 2 Wochen, bin ich bei KCT. Viele Grüße. Viele Grüße an tolle Firma. Es sind die Originalfenster schlechthin. Genau. Und hier siehst du, also das wird ein toller Grundriss. Wir haben ein eigenes Video zu machen. Jetzt gehen wir noch mal kurz zum Arox hin, gucken uns den mal an. Ganz kurz. Hier sind die Griffe ja von KCT. Die Mulde ist von KCT und das Schloss ist von KCT. Und das ist die Besonderheit, weil bisher kennen die meisten ja unsere Schüko-Profile, die auf 2 Bändern oder auf 3 Edelstahlbändern hängen. Hier ist es ja so wie bei allen anderen im Grunde, weil da waren wir der Exot, wie bei allen anderen, dass wir GFK-Profile nehmen, diese zuschneiden, diese dann quasi mit einer Innentür belegen, dann lackieren und dann nochmal die Schlösser und die Griffe einbauen. Also guckt es euch an, gibt es ein eigenes Video noch? Genau, aber elektrische Verriegelung. Hier sieht man, also das sind die ganzen Beschläge, habt ihr schon vorbereitet. Ihr baut sogar die... Das ist für den Unimog hier vorne. Ja, aber das könnt ihr auch alles machen, wenn der Kunde das außen noch haben möchte. Das heißt, diese Stauraumboxen, die baut ihr auch selber, oder? Perfekt. Ja, genau. Die Stauraumboxen, die bauen wir selber mit den Schlössern auch und die werden individuell, wie gesagt, auf den Millimeter genau angepasst auf das Fahrgestell, auf den Tank und so weiter und so weiter. Das sind tatsächlich unsere Teile, die wir hier konstruieren. Ist das Edelstahl oder was ist das? Nein, das ist hier Aluminium. Achso, das ist Alu. Aluminium ist auch relativ, siehst du mal, das macht der Metaller hier Tag für Tag. Guck mal, diese Kantung, guck dir mal diese Kantung an. Das passen wir an. Und ich würde gerne, wie gesagt, diese Treppe oder diese Stufe ist hier aus Edelstahl. Ich wollte gerade sagen, weil das... 3 mm oder 5 mm. Also das weil die Verformung nämlich des Metalls, das sah nicht aus wie Alu. Nein, das ist Edelstahl und das machen wir auch. Wir lasern auch hier Edelstahl selbst, 5 mm, also das kann wirklich... Maria, wir müssen zurück wir werden ja noch ein eigenes Video machen dazu, bevor du jetzt alles erklärst. Zeigen wir mal das Fahrgestell von innen. Ihr habt schön ausgestattet. Hier vorne steht übrigens noch einer. Der steht auch zum Verkauf? Nein. Der ist schon weg. Der ist schon weg. Da ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber da gibt es schon eine Familie, die wollen das Fahrzeug auch ausgebaut haben. Der ist schon weg. Die haben auch geschwankt zwischen Arox und Atego und haben sich dann für den Atego entschieden, weil er also bei uns auch günstiger war und etwas humaner. Also, das heißt, ich kann den haben nackt, ich kann den haben in der Leerkabine. Ja. Hier vorne steht ja übrigens mein Iveco, ein Concorde, muss man auch sagen. Ich durfte sogar hier reinfahren mit meinem Haufen, mit dem ich ja jetzt unterwegs bin. Morgen geht es zu Reimers übrigens nach Hamburg. Deswegen habe ich mal kurz einen Stopp bei euch gemacht am Sonntag hier. Und wir gucken uns mal das Allrad-Fahrgestell an. Das ist toll. Wir sind mitten in der Werkstatt und natürlich sonntags können wir hier filmen. Hier stört uns keiner jetzt. Normal ist hier richtig Betrieb, oder? Ja. Normal sind hier Leute, Kunden, Anlieferungen, es wird geklingelt, es wird gebohrt, deswegen passt Sonntag eigentlich ganz gut. Wäre das Fahrgestell sofort verfügbar? Das heißt also, wenn ich hier die Kohle auf den Tisch... Sofort verfügbar. Morgen ist die Mehrwertsteuer ausweisbar? 129,999. Natürlich. So, also VB 129,999. Das Ganze werden wir jetzt mal sehen. Ich steige mal ein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege mit Mikro in der Hand. Ich denke, ja. Bin ja Kummer gewohnt. Oh, der ist aber schön.
der ist ja mal schön ausgestattet, muss ich sagen. Guten Morgen, Sergej. Geht's dir gut? Mir geht's gut, danke. Wir kennen uns ja schon aus den anderen Videos. Ich zeig mal, du hast luftgefederte Sitze mit drin. Später kann man dann den Durchstieg machen. Ihr habt ein voll digitales Cockpit. Maria, komm mal rein. So, und ich gehe mal hier in die Mitte. Da könnte man sogar noch einen dritten Sitz noch einbauen. Voll digitales Cockpit. Ihr habt MBUX-System, MBUX ist hier mit drin. Lederlenkrad, Multifunktionslenkrad mit eingebaut. Das ist der Hammer, die Ausstattung. Ja, ist alles mit drin. Ne? Krass, MBUX ist mit drin. Abstandstempomat, Spurhalteassistent ist mit drin. Ja, ist alles drin. Alles drin, der hat Vollausstattung. Ja, der hat Vollausstattung, genau. Gut, auch das Leder ist schön, wenn du mal kurz ein bisschen nach vorne gehst, dann sieht man das ist original Mercedes-Benz, oder? Das ist original Mercedes. Also nicht irgendwie nachgerüstet, sondern das kann man alles so bestellen mit den Schwingsitzen, die man natürlich im Offroad-Betrieb ausschalten muss, die Schwingsätze, sonst federt man wie so ein Ei hier durch. Und hier vorne, also er hat 531 Kilometer auf der Uhr, das hat damit zu tun, der kam auf eigener Achse, glaube ich, hierher. Und das ist alles, was er ist. Ansonsten ist er noch nie zugelassen gewesen. Und ja, richtig schönes Fahrzeug. Komm, wir gehen mal. Ich brauche mal gerade die Maria, wenn du mir die mal gerade holst. Mensch, ist der schön. Den würde ich ja auch nehmen. Dann. Das Beste ist auf die andere Seite, die Maria. Die soll mal einsteigen. Ich zeige euch mal, wie schön der ist. Hier siehst du die Sperren. Also er hat 3 Sperren, die man schön dazuschalten kann. Guten Morgen, Maria. Lang nicht mehr gesehen. Ja, genau. Das ist aber ein schöner hier. Warte, ich mache mal den Weitwinkel noch ein bisschen mehr auf. Dann kann man das noch ein bisschen besser sehen. Ein bisschen was geht noch. Hier oben ist noch eine kleine Klappe mit drin. Klimaanlage mit drin. Mach mal zu. Ja, ja. Elektrische Fenster und so viele Gimmicks. Wirklich sehr, sehr stylisch auch. So eine, ich nenne das immer iPad-Oberfläche. Richtig toll. Und wie gesagt, Offroad ohne Ende. Ja, ich habe eben schon gefilmt. 3 Sperren mit drin. Elektro, pneumatisch werden die eingelegt. Das Ganze natürlich Außenlicht, Innenlicht. Ja, ich bin beeindruckt. Und das Coole ist natürlich hier, dass du alle Helferlein mit an Bord hast. Ich guck mal gerade, da vorne ist die Motorbremse. Die kannst du auch mit dazu schalten. Also das ist all das, wer sich jetzt hier auskennt, der, mal gucken, der hat ja keine Luftfeder hinten, oder? Ich guck mal gerade, 1, 2, 3. Doch, der hat eine Luftfederung, gell? Wir können uns das gleich mal hinten angucken. Vorratsdruck ist hier mit drin. Weil ich sehe nämlich, er hat 3 verschiedene Einstellungen, wo du hinten das Hinterrad, die Hinterachse hier einstellen kannst. Ja, aber bitte, hier auch. da auch. Hier auch. Das ist die, warte, ist das Das sind die Sperren. Ach so. Das sind die Sperren. Siehst du mal, wie gut ich mich mit So, dem und ich guck mal Fahrzeug gerade, auskenne. also Aber ich muss sie auch nicht fahren. Du bist ja auch nicht, ihr habt ja hier im Unternehmen diesen Sonntags jetzt nicht hier, ihr habt ja allein Profis für das Thema Fahrgestelle, die bei euch arbeiten. Wie viele Leute arbeiten bei euch? Hey. Ungefähr. 24. 24. Davon Es gibt keine Köche mehr. einige Meister arbeiten hier, muss man auch dazu sagen. Ihr habt Schreinermeister, ihr seid ein zugelassener Aufbauhersteller von Mercedes-Benz. Das heißt, das Ganze hier ist also jetzt auch nicht aus dem Zufall entstanden und das Auto ist sofort lieferbar. Und wenn ihr den haben möchtet, Emmert Fahrzeuge, was ist das? Ein Tablet-Halter? Ein Tablet, ich denke mal So ein kleiner Tisch, wie in der First Class, kannst du dir rausklappen. Wunderbar. Da ist er und du hast schon kaputt gemacht. Nee, war Spaß. Kaputt. Geht nichts kaputt. Geht nichts kaputt. Der wird ein bisschen runtergeklappt. Fertig. Ja, mach's ruhig. Genau. Damit. So, vielen Dank fürs Einschalten. Das Ganze auf Emmert Fahrzeugbau in Lingen könnt ihr einfach googeln und ruft die Maria an und sagt ihr Bescheid. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ein Arocs steht zum Verkauf. Neuestes Modell. Tschüss. Tschüss.